Moin moin und herzlich willkommen bei Sentry. Schön, dass du da bist. Ja, heute gibt es Teil 2 der 5 Sommerparfums, die sich ideal für einen Sommerabend eignen. Und bevor wir mit dem Video loslegen, benötige ich einmal eure Mithilfe, denn ich habe ein neues Mikrofon und man kann da tatsächlich so einiges einstellen und ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie eine richtige oder die richtige Einstellung gefunden habe. Deswegen seid so nett und kommentiert doch bitte, ob die Qualität in Ordnung ist, ob die vielleicht auch besser ist als die Qualität von den bisherigen Videos. Ihr würdet mir da wirklich helfen, denn falls nicht, kann ich da irgendwie noch mal ein bisschen versuchen, was an den Einstellungen zu ändern. Also vielen Dank schon mal für eure Mithilfe und wir starten dann jetzt mit dem Video. So, für meinen Geschmack eignet sich Ombre Nuit ideal für so einen tollen Sommerabend. Die Sonne knallt eben nicht mehr so auf die Haut, sondern ja, es ist abends, die Sonne ist weg, es ist trotzdem noch warm draußen. Da reagiert Ombre Nuit auch ganz, ganz toll mit der Haut. Ja, es ist ein amberlastiges Parfum, man muss aber dazu sagen, dass die Ambernote ja nicht intensiv ist, sondern eher so leicht und ganz angenehm mitschwingt. Es ist auch ein würziges Parfum, wir haben eine schöne, richtig angenehme Würze, aber auch da nicht too much. Und das Besondere ist, wir haben hier eine richtig tolle, feine Rosennote, perfekt auf die anderen Duftnoten abgestimmt. Ich bin kein allzu großer Fan von Rosennoten, denn ja, wenn zu viel Rose, wenn die Rosennote zu intensiv ist, dann ist es für mich manchmal gefühlt eben nur noch ein Rosenparfum. Das ist ein Ombre Nuit anders, da schwingt eben nur so eine schöne, angenehme Rosennote mit. Und das Ganze, ja, wird in der Basis auch richtig schön holzig, durch Guaiacholz und durch Zedernholz. Ja, zusammengefasst kann man sagen, es ist wirklich ein sehr hochwertiges, vor allem sehr weiches, angenehmes Parfum mit ein bisschen Amber, mit einer feinen Rosennote und mit einer schönen holzigen Basis. Also wirklich toll. Die Haltbarkeit ist leider nicht ganz so gut. Ich habe euch deshalb ja auch schon mal 40 Knots von Xerjoff vorgestellt. Ähnliche Duft-DNA, 40 Knots ist für mein Empfinden aber nochmal deutlich süßer durch die Honignote und hat eben aufgrund, dass dort keine Rosennote enthalten ist, auch nicht so die Qualität, die Feinheit, die man hier eben in Ombre Nuit herausriecht. Aber es ist tatsächlich eine ähnliche DNA, die wesentlich besser performt als Ombre Nuit. So, und jetzt kommen wir zu einem sehr beliebten, aber zum Teil auch sehr kontroversen Parfum, nämlich zu Bois Imperial, der Nischenmarke Essential Parfums. Der Parfümeur dahinter ist Herr Quentin Biche, ist übrigens auch der Parfümeur von Ganymede. So, und deswegen liest man relativ häufig, dass Bois Imperial ja ähnlich zu Ganymede riecht. Also, ich muss sagen, dass ich bis auf eine leichte Würzigkeit, die hier im Bois Imperial vorhanden ist, die übrigens auch in Ganymede dann nochmal viel, viel intensiver ausgeprägt ist. Naja, bis auf diese leichte Würzigkeit empfinde ich absolut gar nicht, dass diese beiden Parfums ähnlich sind. Wie eingangs auch schon erwähnt, ist das halt ein subjektives Thema. Es ist eben nur meine Meinung. Ihr könnt das ja gerne anders sehen. Und letztlich macht das ja auch das ganze Thema Parfum so spannend, wenn wir Dinge eben anders wahrnehmen, anders empfinden. Also ich finde, wie gesagt, das ist immer wieder interessant, wie Leute eben Parfums wahrnehmen und ja, wie ich wiederum die Parfums wahrnehme. Ja, also Bois Imperial hat für mich bis auf diese Würzigkeit relativ wenig mit Ganymede zu tun. Es ist für mich vielmehr ein sehr synthetisches, holziges Parfum. Hier wird mit vielen verschiedenen holzigen Duftmolekülnoten gearbeitet. Man muss halt eben diese Duft-DNA, also synthetisch, holzige Molekülduftnoten eben mögen. Ich mag aber diese Art von Duft-DNA, ja diese holzige Synthetik, gefällt mir sehr gut. Es ist eben nochmal etwas anderes zu den, ich sag's jetzt einfach mal, ja, herkömmlichen Parfums. Es ist eben synthetisch, holzig, aber richtig toll. Man hat durch die Molekülduftnoten auch eine ganz, ganz tolle Duftaura, die jeder im Umfeld auch tatsächlich anders wahrnimmt. Also eben das finde ich auch an diesem Parfum sehr spannend. Und wir bekommen hier durch Thai, Basilikum und durch Pfeffer auch eine gewisse Würzigkeit. Und ja, es ist ein wirklich tolles Parfum. Die Haltbarkeit ist an mir wirklich sehr, sehr gut. Ich komme hier auf mindestens 8 bis 9 Stunden. Eigentlich hält es auch noch länger. Natürlich hat es nachher im weiteren Duftverlauf eben nicht mehr diesen Punch,
aber durch diese holzige Synthetik kommt es immer mal wieder hoch und man nimmt es immer mal wieder wahr. Also eine tolle Empfehlung und eignet sich eben auch wirklich ideal für so einen Sommerabend. Ja, Leute, schaut euch den tollen Flakon an. Also den muss man gar nicht bewegen. Der sieht einfach durchs Rumstehen schon super toll aus. Zumindest ist es mein Geschmack. Ja, Dekas, der Nischenmarke Xerjoff. Für mich so ein bisschen unter dem Radar. Es wird über Dekas nicht ganz so viel berichtet. Das finde ich schade. Aber ja, Dekas ist für mich ein tolles Parfum für den Sommerabend. Aber ihr könnt es auch wirklich gut tagsüber im Sommer tragen. Das Parfum ist relativ süß. Hier wird mit einer Mandarinennote gearbeitet, die eben wirklich süß ist. Das müsst ihr wissen und auch mögen. Wir haben aber auf der anderen Seite eben auch so einen interessanten Gegenpart, nämlich so einen fluffigen Tabak. Und diese Kombination ist für mich wirklich sehr, sehr interessant. Süßlich, aber eben auch so ein fluffiger Tabak auf der anderen Seite. Wirklich toll. Reagiert auf der Haut auch nochmal ganz anders als auf der Klamotte oder auf dem Teststreifen. Deswegen, wenn ihr Dekas mal testen wollt, dann wirklich auf die Haut sprühen und einfach mal ein bisschen abwarten. Es entwickelt sich wirklich sehr toll auf der Haut. Ihr bekommt noch eine ganz tolle Duftaura, also wirklich ideal für so einen Sommerabend. Also eine klare Empfehlung. Ein süßliches Parfum mit einer schönen Tabaknote, aber wie gesagt, ideal für den Sommerabend. So, und jetzt kommen wir zu einem, ja, sehr speziellen, aber eben auch wundervollen Parfum, was sich meiner Meinung nach auch für einen Sommerabend eignet. Denn es geht um Rudis, der tollen Nischenmarke Nobile 1942. Ja, Rudis ist ein wirklich spezielles Parfum. Also, ihr bekommt hier wirklich, ich sage es mal so ganz salopp, die volle Dröhnung an Früchte. Es sind aber keine frischen, keine spritzigen Früchte, sondern tatsächlich getrocknete Früchte. Es wird auch so angegeben als Duftnote und ich finde, das kommt auch so ganz gut hin. Es sind hier keine süßen Früchte. Also es sind wirklich eher so getrocknete Früchte, die für mich auch so ein bisschen riechen, als ob die schon so ein bisschen, ja, gegärt sind, so ein bisschen Alkohol gezogen haben, also Alkohol quasi entstanden ist aus den Früchten. Also wie gesagt, nicht so was Pappsüßes, das dürft ihr nicht denken, das würde dann tatsächlich in so eine andere Richtung gehen. Dazu bekommen wir auch noch eine richtig schöne Ledernote. Ich habe jetzt öfter mal gelesen, ja, sehr intensive Ledernote, wie auch immer. Das empfinde ich nicht so unter intensive Ledernote, ja, sehe ich etwas anderes, aber trotzdem schwingt hier ganz klar eine Ledernote mit. Ihr müsst also so tendenziell Lederparfums mögen und dazu haben wir auch wirklich eine Rauchigkeit. Also das Parfum ist wirklich rauchig und diese Komposition insgesamt, getrocknete Früchte treffen auf Leder und ist von so einem Rauch umgeben, macht das Parfum sehr besonders und wirklich auch sehr speziell. Ja, die Performance ist super, locker 10 bis 11 Stunden hält Rudis, die Sillage ist auch überdurchschnittlich gut. Also ich finde durch diese trockenen Früchte und für mich eben doch nicht so sehr präsente oder nicht so intensive Ledernote und durch diese Rauchigkeit ist es tatsächlich für mich eben auch ein Parfum, was man ideal, ja, an so einem tollen Sommerabend tragen kann, wenn ihr in einer Bar sitzt oder auch vielleicht draußen irgendwie in einer Cocktailbar sitzt. Also wirklich ein ganz tolles Parfum. Es ist halt ein Statement-Parfum. Ne? Also es hebt sich eben ganz klar von der Duft-DNA eben von anderen Parfums ab. Ihr fallt auf, ihr setzt damit ein Statement. Aber wie gesagt, ich wollte ja eben auch, oder ich möchte auch Parfums vorstellen, die vielleicht nicht jeder kennt. Und ja, Rudis ist solch ein Parfum. Ich kann es euch wirklich empfehlen. So, und das letzte Parfum im Bunde, Dolce Amalfi, der Nischenmarke Casa Morati-Xerjoff. Auch das ist ein Parfum, womit ihr ein Statement setzt. Außergewöhnliche Duft-DNA hat man so auch noch nicht gerochen. Ja, die Main-Player sind hier ganz klar die Quitte und die Nelke. Also ihr müsst beide Duftnoten so tendenziell mögen. Sonst wird's ja eher schwierig, weil das sind schon spezielle Duftnoten, die riechen eben speziell. Dadurch ist das Parfum aber eben auch sehr speziell. Wie gesagt, ihr setzt damit ein Statement. Ich kenne kein Parfum, was so in diese Richtung geht. Wir bekommen dann eben auch noch Safran und Kardamom, was eben auch nochmal so eine schöne Aromatik und Würze mitbringt. Und der Dry Down wird dann auch, ja, ein bisschen süßer durch Vanille und durch die Tonkabohne.
Bisschen Amber bekommen wir auch noch mit dazu. Es ist, wie gesagt, relativ speziell. Es lässt sich aber tatsächlich wirklich gut im Sommer tragen. Eben dadurch, dass wir auch so ein bisschen Quitte enthalten haben, was eben auch so eine gewisse, ja, fruchtige Note mit sich bringt, passt es meiner Meinung nach ideal für so einen Sommerabend. Man kann es rein theoretisch auch tagsüber tragen. Also nochmal, ihr könnt sowieso tragen, was ihr wollt, aber auch tagsüber habe ich es schon öfter getragen bei wärmeren Temperaturen. Auch da kommt es nochmal richtig gut, reagiert eben mit der Haut nochmal richtig toll. Also auch ein Parfum, was jetzt durch eher andere Verkaufsschlager des Hauses, Casa Morati oder ja eher Xerjoff, nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber wie gesagt, ein besonderes Parfum, was sich wirklich gut für den Sommerabend eignet. Die Haltbarkeit ist an mir auch sehr, sehr gut. Also es hält tatsächlich so um die 9 Stunden, tendenziell noch ein bisschen länger. Die Sillage ist auch gut. Dadurch, dass es eben eine eher außergewöhnliche Duft-DNA ist, nimmt man das Parfum selbst auch eigentlich die ganze Zeit wahr. Das Umfeld reagiert auch entsprechend darauf. Also wirklich, wenn ihr mal so ein bisschen anders im Sommer riechen wollt, an so einem Sommerabend, dann probiert es mal mit Dolce Amalfi. So, und wie immer am Ende meines Videos stelle ich nochmal alle Kandidaten zusammen. Dolce Amalfi hatten wir ja gerade. Dann nehmen wir nochmal das schöne Ombre Nuit, ein rosiges, holziges, würziges Parfum. Rudis, ein sehr spezielles Nischenparfum. Getrocknete Früchte treffen auf Leder, auf Rauchigkeit, also ganz besonders. Dann haben wir Bois Imperial von Essential Parfums. Wird oft mit Ganymed verglichen. Wie gesagt, ich sehe es ein bisschen anders. Ist für mich eher holzig, synthetisch, mit einer leichten Würze. Und wir haben dann noch Dekas, der Nischenmarke Xerjoff. Eine schöne, süße Mandarine trifft auf fluffigen Tabak. So, stellen wir die nochmal so ein bisschen auseinander. Also das sind die Kandidaten aus dem Video. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wie ihr die Parfums findet, ob ihr die Parfums überhaupt kennt. Und ja, dann auch, wenn ich den Hinweis schon zum Anfang des Videos hatte, ich habe ein neues Mikrofon und da kann man tatsächlich so ein bisschen was einstellen. Wäre prima, wenn ihr kommentiert, wie ihr die Qualität findet. Und ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Danke, dass du hier warst. Bleib gesund und bis demnächst.